Wir biegen ein auf die Zielgerade unserer Saison mit Eintracht Frankfurt. Wir stehen auf Platz 2, 3 Punkte hinter den Bayern mit einem besseren Torverhältnis. Unser Ziel natürlich deutscher Meister zu werden, müssen also auch heute wieder gewinnen. Wird aber auch nicht so einfach. Die letzten Spiele, die haben gezeigt, dass wir hier auch keinen Sieg geschenkt bekommen, sei es gegen Bochum oder auch gegen Wolfsburg zu Hause, das kuriose 4-3. In der Champions League spielen wir gegen Paris in dem Monat. Dortmund ist dann der nächste Gegner. Die spielen heute gegen Bayern. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten in wenigen Wochen hier für strahlende Gesichter zu sorgen. Heißt unter anderem Tabellenführer zu werden, in der Champions League weiterkommen gegen Paris. Ist das aber auch alles andere als leicht. Aber warum nicht? Wir haben es ja schon einmal geschafft. Beziehungsweise zweimal auch mit dem BVB damals in meiner Dortmund-Karriere. Warum denn nicht auch mit der Eintracht? So, jetzt die Chance. Mamouche ganz unten. Ich warte, dass er mal genau winkt. Und dann, muss er in Strafraum. Da, wo eigentlich Victor Boniface hätte sein müssen. Ja, und die Kölner auf der anderen Seite, die kämpfen um den Klassenerhalt. Die haben schon 56 Gegentore. Haben also das Team mit der schlechtesten Abwehr. Das heißt also einiges. Aber gerade im Saisonendspurt darf man sich nie zu sicher sein. Und daher hoffe ich, dass wir hier früh im Spiel für klare Verhältnisse sorgen. Ja, aber es ist genauso wie gegen Hertha. Das hat mir auch nicht so gut gefallen, obwohl wir da 2-0 geführt haben. Wir haben echt nicht gut gespielt. Wir haben nach vorne nicht so viel hinbekommen. Die Hertha hat das gut verteidigt bekommen, hat gut und hoch gepresst im Mittelfeld. Da hattest du gar keine Chance. Also wir waren wirklich chancenlos. Das hatte ich selten. Also gar keine Chance, uns da durchs Mittelfeld durchzukombinieren. Vielleicht jetzt mal die erste Chance. Schnell gespielt und Martin wird geblockt. Im letzten Moment. Genau so soll es laufen. Genau so muss es laufen. Dann müssen wir auch ins Gegenpressing rein. Mit Martin. Vorher mit Kadiolu, Glover. Oh, den hätte er alleine machen müssen. Mit Mamouche. Vielleicht jetzt. Martin hat ein bisschen Platz mit dem Außenriss. Ja. Und dann müssen wir vorne drauf bleiben. Wenn die Kölner den Ball raushauen, die stehen auch wieder mit 3-4 Mann im Strafraum vorne. Beziehungsweise hinten drinne. Das muss jetzt eigentlich die Gelegenheit sein. Martin, Glover, legt ab für Fratesi. Auch da wäre nochmal die Möglichkeit da gewesen, nochmal ein bisschen näher ans Tor ranzugehen. So 2-3 Schritte mehr und dann den Abschluss zu suchen. Aber gut, in so einer Drucksituation, da handelt man dann vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell, aber wir müssen gewinnen. Und ich möchte möglichst früh hier ein Tor machen, damit wir in so einen Flow quasi reinkommen und dann noch mehr Tore schießen. Vielleicht ja jetzt. Boniface wieder. Martin, diesmal alleine, muss er machen aus Spitzenwinkel. Und diesmal ist er drin. Und der war bedeutend schwerer als der Ball gerade eben, wo er noch geblockt wurde. Der wäre, glaube ich, auch reingegangen, weil es auch gegen die Laufrichtung war. Im Endeffekt egal, Boniface mal wieder als Vorlagengeber. Der hat die letzten Spiele entweder selber die Tore gemacht, also der hat wirklich viele, viele Tore gemacht, viele wichtige Tore. Gerade jetzt in der entscheidenden Phase der Saison brauchst du halt einfach so einen Spieler. Und Martin hat auch immerhin schon sein 13. Saisontor. Der ist eigentlich auch noch jung und entwicklungsfähig. Vom AS Rom geholt, genauso wie Davide Fratesi. Und vorne Boniface habe ich auch viel Geld für bezahlt. Also es ist dann immer gut, wenn sich das hier bezahlbar macht. Von daher alles super. Sind wir froh, dass die beiden hier bei uns spielen im Verein. Und es geht gleich direkt weiter. Glover. Der muss auch rüberkriegen auf Boniface. Dann steht es 2-0. Die Dinger müssen wir ganz klar und deutlich ausspielen. Das haben wir gegen die Hertha zum Beispiel nicht bekommen. So viel Freiraum, so viel Platz zum Kombinieren. Oh, was sind das denn hier für Zuspiele? Und direkt weiter. Nächster Versuch. Kostic mit Mamouche. Jawohl, die beiden Flügelfitzer hier. Im Zusammenspiel Boniface schnell gespielt. Glover in der Mitte. Da wartet Boniface auch wieder zu lange. Anstatt er direkt den Ball spielt, holt er erst noch zweimal aus und dann spielt er den halt leider zu spät. Und daran hakt es dann halt leider häufig. So, versucht das Pressing. Klappt leider nicht. Somit überspielen die Kölner hier unsere Mittelfeldreihe. Achtung, über das Silva.
Capaldo, Mamouche musste auch mit nach hinten und Philipp Kostic ist es am Ende. Aber auch die Kölner hier stehen hoch, die pressen, müssen sie auch, weil für die geht es halt auch um viel. Die stehen unten mit drin, die wollen auch nicht absteigen. Von daher wird das hier, glaube ich, noch eine sehr, sehr offene Partie, besonders dann in der zweiten Halbzeit. Guardiolo, Martin, super gespielt, Ugarte und jetzt direkt weiter. Das hapert immer am letzten Pass. Bis zum Strafraum sieht das wirklich alles gut aus. Gefällt mir besser als gegen die Hertha, weil auch manchmal dieses Pressing jetzt hier klappt. Auch wenn wir den Ball nicht gewinnen, aber Spielfluss unterbrochen. Aber wir verlieren leider die Bälle zu schnell. Nein, Quatsch, gar nicht. Wir schaffen es vorne nicht in den Strafraum rein. So meine ich das. Der letzte Ball. An dem hakt es halt manchmal noch. Aber es ist gut, dass wir vorne drauf pressen, so wie Boniface jetzt gegen Heinz. Sehr gut gemacht. Und somit sind die Kölner dann vielleicht auch unsortiert. Boniface gegen Heinz, gegen 2 Mann. Da kommt Mamouche, da ist Glover und jetzt aber haben wir Platz. Zu viel Platz im Strafraum. Fratesi. Und dann ist immer wieder ein Kölner da. Du kannst dich nicht so schnell drehen. Die KI kriegt das nämlich super schnell, super gut verteidigt. So, aber jetzt 2-3 Mal direkt und schnell gespielt und wieder steht ein Kölner davor. Wo kommt der auf einmal her? Oh, aus der Versenkung. Martin, das ist jetzt die Chance. Boniface. Chancenverwertung. Das kommt dann auch noch mit oben drauf. Jetzt funktioniert das Pressing. Das wäre ein schönes Tor gewesen. So im Vorbeigehen nochmal mit dem Außenriss, so ganz lässig. Dann einfach nochmal den Hut ziehen. Mit seinem Gehstock langgehen. Das hätte Stil gehabt, auf jeden Fall. Aber es wäre auch wichtig gewesen, hier nochmal das zweite Ding nachzulegen. Egal, wir führen erstmal, ist die Hauptsache. Und wenn ich ja am Ende gewinne, sind das auch 3 Punkte. Wieder 3 Punkte näher ran an die Bayern, die ja gegen Dortmund spielen. Vielleicht sehen wir das Ergebnis. Nee. Finde ich auch gut, so bleibt es wenigstens spannend. Und ihr seht, wir müssen das Ding hier ziehen. Also wir haben 6 Schüsse, die Kölner haben 0. Die spielen auch mit dem 4-2-3-1, nur ein bisschen anders. Irgendwie ein bisschen merkwürdiger. Ich weiß gar nicht, warum das so merkwürdig hier ist. Warum die so verschoben sind. Wird schon seinen Grund haben. So, weiter geht's. Halbzeit 2. Wir brauchen noch ein paar Tore, um das hier zu gewinnen. Und am besten fangen wir gleich an, direkt nach dem Anstoß. Boniface, schöner Doppelpass mit Fratesi. Es geht doch! Es geht doch! Warum denn immer so kompliziert? Einfacher Doppelpass. Im Strafraum sind wir dann auch endlich mal angekommen. Und dann haben wir auch die Chance, mal aufs Tor zu schießen. Dann geht er rein. Hier, ist wirklich sehr simpel. So einfach ist Fußball. Einfacher Doppelpass. Fratesi zieht das Tempo an. Und hat natürlich auch Glück, dass der Keeper da zu spät reagiert. Der wäre wahrscheinlich auch mit dem Fuß haltbar gewesen. Keine Ahnung. Aber genau das hat es gebraucht, so vom Gefühl her. Ein frühes Tor nach der Pause und vielleicht ist das jetzt die Befreiung gewesen für uns. Vielleicht spielt es sich jetzt auch ein bisschen leichter. Auf jeden Fall Boniface, du liebe Zeit. Glover geht direkt so weiter. Nochmal. Nächste Chance. Fratesi. Das möchte ich jetzt sehen. Das möchte ich jetzt hier 40 Minuten lang noch sehen. Spiel auf ein Tor ist es sowieso schon, aber viele Chancen und vielleicht nochmal ein paar Tore. Boniface. Und nächster Schuss von Glover. Mein Gott. Jetzt klappt aber alles. Auf die Sparkasse Köln-Bonn Werbebande hinzu. Das war ein Seitfallzieher, ne? Kann das sein? Hier erstmal geklärt und dann... Oh, per Aufsetzer auch noch. Also der Ball springt vorher einmal auf. Da brauchst du natürlich auch perfektes Timing. Aber das kann Glover. Wie gesagt, wer so einen hohen Marktwert hat, beziehungsweise eine hohe Freigabesumme, und schon so eine hohe Stärke mit, ich glaube 16 war er, ne? 16 oder 17. Lass mich da nochmal kurz nachgucken, dass ich da auch beruhigt bin. 16 Jahre, ey, guckt euch das an. Der hat eine 82, also klar 80 plus 2, 82 auf dem Platz. Das wird ein Monster. Der wird mit 18 oder 19 Jahren, wird er schon wahrscheinlich eine 90 kriegen oder knapp vor der 90 sein. Der profitiert natürlich auch von der Verletzung von Chukwueze. Dadurch ist ja Martin auf die rechte Seite gegangen und vorne Boniface. Sonst wäre natürlich ja, Chukwueze auf der rechten Seite und Martin wäre hängende Spitze. Aber Ruben Glover, 5 Tore in 7 Partien, ist jetzt auch nicht so schlecht. Das machen die Kölner, denn um Gottes Willen. Die fallen jetzt hier stetig. Es wird stetig schlimmer und stetig fallen sie auch auseinander.
Um hier mal beim Wortwitz zu bleiben. So, nächste Ecke. Nächster Seitfallzieher. Wer möchte jetzt? Nein, Akanji möchte. Mit dem Kopf. Okay, jetzt häufen sich die Chancen. Jetzt ist es auch ein sehr, sehr dominantes Spiel. 12:0 Schüsse. Wir haben halt so einen Dosenöffner gebraucht. Und das war das 2:0. Wir bringen jetzt mal Haraldsson für Martin. Ich muss auch schon mal so ein bisschen schonen, weil wir haben nach dem Dortmund-Spiel wieder englische Wochen. Meier mal für Kostic und Larsson für Ugarte. Dass wir da mal ein paar Leute schonen. Dann kommt Dortmund, dann PSG, dann Bundesliga, dann das Rückspiel. Wir haben noch viel zu tun. Und auch viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr dieses spannende Saisonfinale nicht verpassen wollt. Wie läuft es in der Champions League? Wie schlagen wir uns gegen Paris? Das sind noch alles so offene Fragen, die dann bald geklärt werden. Glover, oh ja. Das war abseits von Zirkzee. Da hat er dann auch einen Moment. Oh, da war aber auch vorne die Fußspitze. Tja, das ist es halt. Hätte er Schuhgröße 39 gehabt und nicht 40, wäre es kein Abseits gewesen. Aber gut, was willst du machen? Sich gleich die nächste Chance rausspielen, das machen wir. Sehr, sehr dominant. Zirkzee ganz oben auf Mamouche. Sieht er den? Ja, Mamouche läuft ein, aber den kriegt er leider nicht. Dafür Larsson, Fratesi und Glover. Nächste Chance. Wir sind am Ende, wenn das so weitergeht, bei 20 oder 25:0 Schüssen. Das ist dann wirklich eine Wahnsinnsstatistik, die ich auch vorher, glaube ich, noch nie so gehabt habe. Wieder Mamouche. Geklärt, nochmal Fratesi. Oh, der Ball ist lang in der Luft für Meier. Der falsche, der Alex Meier hätten reingemacht wahrscheinlich. Aber das zeigt ja, dass wenn wir befreit ausspielen, wenn der Gegner natürlich auch mitspielt, ich meine so defensiv wie die Kölner da stehen teilweise, das ist Hanebüchen, dann stehst du halt auch zurecht da unten drin. Nächstes Heimspiel ist dann gegen Dortmund. Auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, mit welcher Mannschaft ich da spielen soll. Achtung, Zirkzee. Will auch nochmal ein Seitfallzieher-Tor machen, warum nicht? Sieht schön aus und wenn er reingeht, hast du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, vorne wieder Glover, super. Super Spiel heute auch von ihm. Steckt auf Zirkzee durch, wunderbar, schöner Ball. Aber leider zu lang oder Zirkzee zu langsam. Je nachdem, sucht es euch aus. Aber gar keine Zeit, schon wieder. Oh, vorne Zirkzee ist er wieder frei, Glover. Aber jetzt, nee. Chance vertan, aber die Kölner, die stehen echt total unverständlich, so defensiv, das ist echt Wahnsinn. So, jetzt aber nächste Chance, klasse Ball und Zirkzee. Pfosten. Jetzt kommt das auch noch mit dazu. Man hat hier keine Zeit zum Luftholen, ey, weil so viele Chancen hintereinander sind. Jetzt Fratesi. Geblockt. Der kommt sofort wieder zurück. Die Kölner können sich gar nicht befreien, die brauchen schon ein Sauerstoffzelt. Glover, zack, Fratesi. 4:0. Jetzt wird es eine Packung. Aber, und das sage ich nicht oft, verdient. Längst überfällig. Wir müssten eigentlich schon 5 oder 6:0 hier führen. Und dazu noch ein Pfostenschuss von Glover. Und genauso müssen wir das machen. Zack, direkt gespielt, Fratesi mit Wucht rein. Und das ist natürlich auch fürs Torverhältnis für die Kölner sehr bescheiden. Ne, um es mal freundlich auszudrücken. Aber gut, ich brauche die Tore im Prinzip auch. Also, ja, eigentlich auch nicht, weil vom Torverhältnis her sind wir besser als die Bayern. Aber trotzdem, wenn ich hier im Flow bin, dann will ich auch im Flow bleiben, um mich für Dortmund warm zu spielen und dann da, um mich für Paris warm zu spielen. Vielleicht gehen wir ja auch als Tabellenführer, je nachdem, wie Dortmund gegen Bayern spielt, dann ins Spiel gegen Dortmund. Wäre natürlich sensationell, dann hätten wir es in der eigenen Hand. Und wenn wir dann jedes Spiel gewinnen, dann sind wir Meister. Zirkzee, nächste Chance? Nee. Ich schätze mal am Ende jetzt so, wenn ich die zweite Halbzeit mal Revue passieren lasse, haben wir mindestens 16 oder 17 Schüsse. Vielleicht sogar auch mehr, ich weiß gar nicht. Aber mindestens 16, 17 sollten wir haben. Und wieder die Kölner im Strafraum wissen gar nicht wohin. Nächstes Tor! Das geht jetzt wie im Training. Haraldsson, 5:0. Und da haben wir mal Respekt mit dem Gegner, da können einem die Kölner leid tun, aber was machen die denn? Ja, das ist wirklich schlecht verteidigt, also wirklich richtig, richtig schlecht. Dass die Flanke ankommt, ist schon eine Sensation, aber wie frei der da zum Kopfball kommt, da würde ich als Trainer verrückt werden, auch im Training.
Tja, 5-0. Also zweite Halbzeit sehr, 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 sehr dominant. Ich glaube, Kanisici musste nicht einen Ball halten. Ich glaube, die war nicht ein einziges Mal im Strafraum. Also so richtig, wirklich im Strafraum drin. Ich glaube, das bleibt dabei auch. Also wir hätten auch die zweite Halbzeit mit 10 Mann spielen können. Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Und ich würde gern noch ein Tor. Nee, schade, okay. Dann aber auch hinten zu 0. Raikov, Meiner. Jetzt kommt er doch nochmal in den Strafraum rein. Akanji, Flanke kommt. Da ist Alidou, ja. Ob das als Schuss aufs Tor gilt, weiß ich nicht. Werden wir mal gucken. Aber was auf jeden Fall gilt, ist Glover. Der zieht nochmal davon. Allein gegen alle Ruben Glover. Mit dem Schlusspunkt. Das halbe Dutzend macht er voll. 0:6. Köller Alaf, ey, würde ich da sagen. Den Jungen würde ich echt gerne mal so in 5 bis 6 Saisons sehen, wie der sich so entwickelt hat, was der dann für eine Gesamtstärke hat. Ich glaube, ich muss das einfach mal machen. Nach der Saison einfach mal durchsimulieren bis zum Schluss, bis es nicht mehr geht und dann mal gucken, was der für eine Stärke hat. Ob der dann noch bei der Eintracht spielt, ist dann wiederum die andere Frage. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre einfach auch mal so ein Experiment. Also machen wir einen Haken hinter. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir richtig überlegen und richtig stark gespielt. 6-0 am Ende. Auch in der Höhe verdient. Und somit, glaube ich, können wir doch gut reingehen ins Duell gegen Dortmund. Und dann natürlich auch in die nächsten Spiele, besonders auch gegen Paris in der Champions League. Und ich lag mit meinen Schüssen gar nicht so weit entfernt. Wir hatten 21. Die Kölner hatten einen einzigen. Wahrscheinlich war das der Schuss von Alidou dann zum Schluss. Vielleicht haben sie das als einen Torschuss gewählt. Aber 21 Torschüsse, das ist schon Wahnsinn. So, und Dortmund hat unentschieden gespielt. Wir sind nämlich nur noch einen Punkt hinter den Bayern. Und jetzt wird es halt ein Schneckenrennen. Jetzt wird es halt wirklich ein Schneckenrennen. Also erstmal danke an den BVB, dass die tatsächlich 1-1 in München gespielt haben. Tja, und jetzt, wie gesagt, ich glaube, Dortmund kommt da nicht mehr ran. Wenn wir gegen Dortmund gewinnen, sind wir auf jeden Fall Vizemeister. Da wird da nichts mehr schief gehen. Dann gibt es halt einen Zweikampf. Die Bayern spielen in Leverkusen, also die ersten 4 spielen alle gegeneinander. Das finde ich gut. Wenn am Ende der 2. und der 4. gewinnen, dann bin ich noch mehr zufriedener als sonst. Unten ist auch noch alles eng beieinander. Ja, Paderborn ist auch noch nicht weg. Die haben auch nur 3 Punkte Rückstand. Müssen sogar noch spielen. Also lassen wir das Ganze mal vorsimulieren. Mal vorspulen. Wir spielen jetzt schon freitags. Und dann haben wir 3 Tage Pause. Okay, wir haben einen Tag mehr. Die Frage ist natürlich, ob die Regeneration dann auch was bringt. Das ist die Frage. Wie lasse ich gegen Dortmund spielen? Das ist die Frage. Ich könnte natürlich vorne mit Zirksee und hier mit Haraldsson anfangen. Dann könnte ich links natürlich... Ich könnte auch Philipp Kostic hier einen nach vorne ziehen und dann Meier als Linksverteidiger zum Beispiel ranlassen. Ja, wir haben noch Van Deuven, aber ich glaube, der wird nicht spielen. Ferry, Chukwueze, das schmerzt nach wie vor. Aber es läuft ja auch so, Gott sei Dank. Und dann ist halt nicht mehr viel, ne? Dann haben wir noch Ebimbe, Nagalo. Also im Prinzip die besten Leute sind hier versammelt. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir holen uns die Tabellenführung und dann holen wir uns auch gegen Paris eine gute Ausgangslage. So ist der Plan. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Spiel. Spitzenspiel. Seid auf jeden Fall da mit dabei. Wer das verpasst, hat selber Schuld. Macht's gut. Ciao, ciao.